Hallo, ich bin Ulrich Rockstroh von Unilight und ich möchte heute euch mal die Grundfunktion, die Grundbedienung der Black 4-Steuerung vorstellen. So, es geht die Black 4-Steuerung ist die Vierkanalsteuerung, die üblichste und bekannteste für den Modellbau. Black 4 Vierkanal heißt, wir bieten 4 Funktionen an, die im Flugzeugbereich üblich sind: Positionslichter, Strobes, Beacons und Scheinwerfer. Wenn man die Steuerung auspackt, bekommt man die Elektronikeinheit, Montageclips, die man aufkleben kann, die Steuerung einklippen kann, und die Beschreibungen dazu. Die Beschreibungen sind ganz wichtig, um die Funktion des Ganzen zu verstehen. Vielleicht vorweg, bei Unilight definieren wir immer den Begriff Lichtschema. Ein Lichtschema ist der momentane Zustand aller Lichtsignale, die ausgegeben werden. Das heißt, es gibt ein Lichtschema alles aus, wo alles ausgeschaltet ist. Es gibt ein Lichtschema alles an, alle sind eingeschaltet. Und dazwischen gibt es verschiedene Lichtschema, bei denen eben nur das Beacon an ist. Beacon und Positionslichter, Strobes, Scheinwerfer, die bauen alle funktionsbedingt auf, wie es in einem Flugzeug üblich ist. Wenn man sich jetzt die Beschreibung dazu nimmt, hat man da einige Diagramme. Das sind solche Zeitablaufdiagramme. Ich weiß nicht, ob man sie mit der Kamera auch erfassen kann. Ansonsten blenden wir das Bild ein. Die Black 4-Steuerung unterstützt jetzt 4 verschiedene Lichtblöcke, sage ich mal. Der erste ist ein klassischer Block, der zweite ist ein moderner Block, bei dem der klarste Aufbau eigentlich stattfindet, und der dritte sind Spezialeffekte für Nachtflug, für Showanwendungen, für spezielle Beleuchtungseinheiten. Grundsätzlich ist es so, wenn man das Lichtschema sich anschaut, wir gehen mal vom modernen Schema aus, das ist irgendwie das aufgeräumteste. Wir haben den Servoweg. Ja, als Beispiel, klassisches Servo, da ist es leicht. Man sieht, wenn den Servo positioniert man den Hebel. Und genauso ist es, wenn der Hebel positioniert wird, ruft auch die Steuerung verschiedene Lichtmuster auf. Also bei minus 100%, wenn das Servo ganz drüben steht, ist hier alles aus. Ist das Servo auf Mittelstellung circa, sind wir irgendwie hier, dann haben wir hier den Beacon, der aufgerufen wird, und ein Blitzlicht. Rutscht das Servo weiter in eine höhere Position, haben wir hier wieder den Beacon, das Blitzlicht und zusätzlich das Positionslicht drin. Und demnach programmiert man auch die Lichtmodule. Ich schließe das jetzt mal an. Klassischer Servotester als universelle Darstellung. Ich schließe auch mal ein Servo parallel an, damit man sich das besser vorstellen kann. Und eben das Lichtmodul. Das Lichtmodul separat braucht eine separate Stromversorgung. Es muss kein separater Akku sein. Das Modul ist galvanisch getrennt, also es können sich keine Störungen unmittelbar von der Lichtleistungsseite zur Empfängerseite rückwirken. Also man kann jeden Akku nehmen, der im Modell vorhanden ist. Genauso natürlich auch einen bestehenden Akku. Nur keinen Zündakku, weil man will die Zündstörsimpulse nicht über das ganze Modell verteilen. Wenn ich beides angeschlossen habe, Empfänger, in dem Fall Servotester, und Modul, leuchtet auf jeden Fall mal das blaue Statuslicht. Blau leuchten ist gut, es ist das richtige Anzeichen. Wenn ich jetzt das Servo verändere, ich lege das mal nebeneinander, verändern sich auch die Lichtmuster. Von ganz aus bis ganz an. So viel zum grundsätzlichen Prozedere. Wenn ich jetzt wirklich ein Modell programmiere oder installiere, dann, ich stecke nochmal aus, schließe ich zuerst meine Lichter an im Modell. Ich schließe sie auf die 4 Funktionen an, das heißt, auf Kanal 4 kommen die Scheinwerfer, auf Kanal 3 kommen die Beacons, auf Kanal 2 kommen die Blitzlichter, auf Kanal 2 kommen die Navigationslichter und auf Kanal 1 kommen die Blitzlichter. Man sieht sofort, dass wenn das rot und grün blitzt, war man falsch. So. Man kann jetzt bei Unilight Lichter parallel schalten. Das heißt, wenn ich mehrere Scheinwerfer habe, kann ich die einfach parallel verdrahten. Das geht mit dem Y-Kabel, das geht aber genauso, indem man es verlötet oder mit der schlechten Steckverbindung gleichzeitig macht. Machen wir es hier mal schön sauber mit einem Kabel. So.
Als nächstes kann ich jetzt eigentlich schon einschalten und loslegen. Und ich kann jetzt praktisch sofort, sobald ich den Servoweg verändere, anfangen, je nach Lichtmuster. Man sieht jetzt das Testmuster im vorderen Bereich, das ist halt ungefähr 1 Millisekunde vom Impuls her. Testmuster, jedes Licht blinkt einmal durch. So, wenn ich jetzt, das mache ich jetzt zur Erklärung, weil wir auch die Einstellungen am Modul durchgehen möchten. Man kann einige wenige Einstellungen an der Steuerung selber machen. Das ist zum einen der Reset-Prozess, den man machen kann, und zum anderen die Sonderfunktionen aktivieren des jeweiligen Kanals, das zeige ich dann auch gleich. Und man wählt diese Lichtblöcke aus eben. Wir sagen jetzt mal, weil das am saubersten oder am einfachsten zu erklären ist, das moderne Lichtschema. Das heißt, ich stecke ab, ich halte die Taste gedrückt, ich stecke wieder ein, das alleine natürlich ein bisschen unhandlich ist, aber wenn man einen Schalter hat, ist es das leichter. Vielleicht mache ich zuerst mal ein Reset. Man weiß nicht, was eingestellt ist, mache ich ein Reset. Ich halte die Taste gedrückt, stecke ein, ich warte 10 Sekunden lang blinken. Das Licht geht in ein Dauerlicht über, dann ist der Reset durchgeführt. So, passt. Ich stecke nochmal aus. Ich halte wieder gedrückt, stecke ein, lasse los. Jetzt bin ich im normalen Programmiermodus für die Sonderfunktion. Sonderfunktion bedeutet, ich kann abhängig vom Lichtkanal einen Spezialeffekt aktivieren. Beim Positionslicht, also beim Schaltsignal, wäre das ein langsames Ein- und Ausschalten, also ein Glühen. Wenn ich lange drauf drücke, komme ich weiter zum nächsten Muster, das Blitzlicht. Beim Blitzlicht, also Blinken heißt ausgeschaltet, Dauerlicht heißt eingeschaltet. Beim Blinken kann man zum Beispiel auch als Sonderfunktion ein unterlagertes Basislicht aktivieren. Das bedeutet, man kann bei einem zum Beispiel bei dem Hecklicht am Flugzeug, das hintere Positionslicht, ein Blitzen überlagern. Man hat ein Dauerlicht mit geringer Leistung und mit voller Leistung ein Blitzlicht. Interessant wird es jetzt beim Beacon, der üblichste Fall. 3. Kanal. Ich drücke kurz drauf und aktiviere die Sonderfunktion. Beim Beacon ist das so, dass das Licht dann schwellt. Also nicht scharf ein- und ausschaltet, sondern anschwellt und abschwellt. Das ist fürs Beacon eine sehr übliche Funktion. Und beim Scheinwerfer in der 4. Funktion können wir auch sagen, wir schalten es ein, damit die Scheinwerfer beim Einschalten nicht schlagartig hart kommen, sondern leicht anglühen, ähnlich einer Glühlampe. Wenn ich jetzt wieder lange drauf drücke, komme ich in der Auswahl der Schema. Jetzt ist Lichtschema 2 ausgewählt. Wenn ich kurz drauf drücke, Lichtschema 3 und wieder kurz wieder Lichtschema 1. Also Schema, sondern das Systemverhalten. Also 1 wäre Klassik, 2 wäre modern. Das nehmen wir jetzt mal für die weitere Darstellung. Raus aus dem Einstellung komme ich wieder, indem ich Strom trenne. So, wieder anstecken. Und jetzt bin ich in diesem Lichtmuster. Wenn man es jetzt vergleicht, den Servoweg langsam erhöht, zuerst ist alles aus. Wenn man ganz langsam hochfährt, kommt bei ca. 1 Millisekunde Impulslänge zuerst das Beacon, das jetzt langsam anschwellt. Ist am Video vielleicht nicht ganz sichtbar immer, hat mit der Framerate zu tun, egal. Wenn ich wieder weiter hochfahre, komme ich auf den Doppelbeacon. Wenn ich noch weiter hochfahre, komme ich auf ein Dauerlicht vom Beacon. Und so weiter. Nächster Stand. Positionslicht an. Und Beacon an. Ja, sehen wir, ich habe falsch angeschlossen. Jo. Kann ich jetzt, wenn ich noch weiter hochfahre, habe ich das gleiche wie vorher, wieder doppeltes Beacon und Positionslicht. Und dann weiter. So, nächstes Schema. Ich habe Blitzlicht und Beacon. Blitzlicht und Doppelbeacon. Wieder ein Stückchen weiter. Blitzlicht, Navigationslicht und das einzelne Beacon. Das wäre jetzt eine klassische im Bereich 1,6 Millisekunden gute Mittelstellung. Und so weiter. Fahre ich weiter hoch. Diese Muster wiederholen sich immer wieder. Jetzt habe ich im oberen Bereich die Scheinwerfer dazu geschaltet. Das heißt, ich bin jetzt auf ein bisschen runter, habe jetzt Scheinwerfer an, wieder das Beacon und das Positionslicht mit Blitz. Jetzt muss ich diese, wenn ich es im Modell realisiere, muss ich jetzt diese Servoeinstellung in die Sender programmieren.
Das heißt, ich schließe einen Empfänger an, ich definiere einen 3-Stufen-Schalter für den Ausgang, ich definiere dann die Mittelposition als zum Beispiel dieses Lichtschema. Dieses wäre klassisch, also Positionslicht, Blitzlicht und Beacon an in der Mittelstellung. Und auch die dritte Stufe ändere ich den Endweg, um eben das gleiche Muster aufzurufen mit dem Scheinwerfer. Das wäre jetzt dieses. Das heißt, ich habe jetzt einprogrammiert, Schalter alles aus, Schalter Fluglicht an, Schalter Scheinwerfer dazu. Wenn man sich mit seiner Fernsteuerung gut auskennt, kann man dann anfangen und den Scheinwerfer, die Stellung des Scheinwerfers über einen Mischer zu realisieren. Das heißt, wenn ich die Landeklappen ausfahre, mischt die Fernsteuerung einen gewissen Prozentsatz zum Lichtkanal dazu und damit aktiviere ich die Scheinwerfer. Das kann man über Mischer, über Flugphasen, über logische Schalter, verschiedenste Mittel, die die modernen Fernsteuerungen beherrschen, kann man dadurch nutzen und so die Funktion eigentlich automatisieren. Liegt alles an der Fernsteuerung.